Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind im Moment im Kaisergebirge unterwegs, genauer im Zamenkaiser. Und da haben wir uns heute eine etwas umfassendere Tour zurechtgelegt. Ja, und zwar geht es von Oberndorf auf die höchsten Gipfel des Zahmen Kaisers. Das ist zum einen die Pyramidenspitze, die man hier im Hintergrund sehen kann. Und gerade eben stehen wir auf der vorderen Kesselschneid, was die höchste Erhebung des Zahmen Kaisers ist. Genau. Pyramidenspitze knapp unter 2000 Meter, vordere Kesselschneid knapp über 2000 Meter. Und um hierher zu kommen, überqueren wir oder laufen wir über den Kamm des Zahmen Kaisers. So schaut's aus. Und insgesamt hat die Tour ungefähr so 1700 Höhenmeter, ungefähr 17 Kilometer, wobei ist noch nicht ganz final, was die Kilometer angeht. Kann sein, dass wir am Abstieg noch mal ein bisschen variieren. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie wir jetzt hierher gekommen sind auf den höchsten Punkt und wie es von hier wieder runter geht. Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es sehr früh am Morgen, etwas außerhalb von Oberndorf, an einem Parkplatz am Fuße des Zahmen Kaisers. Ja, die ersten Asphaltmeter sind geschafft, sind jetzt auch, denken wir, erstmal die einzigen, weil hier hinter uns an dem Schild seht ihr, es geht ab jetzt hier neben schön in den Wald und bergauf. Ja, zum Glück. Auf dem Asphalt hier jetzt die paar Meter. Es ist doch noch recht kühl heute Morgen. Da freut man sich jetzt über die ersten Höhenmeter des Tages, um sich aufzuwärmen. So ist es. Und von daher auf ans frohe Schwitzen. So. Anne ist noch etwas kalt. Schauen wir doch mal, ob wir sie ein wenig aufwärmen können. Die Steigung des Weges war hierfür schon mal vielversprechend. So, nach den ersten Höhenmetern jetzt hier hoch, geht ganz schön knackig bergauf, bin ich endlich auf Betriebstemperatur, muss nicht mehr frieren. Dann gehen wir mal weiter, oder? Und ich bin schon am Schwitzen. Das ging ja fix mit der Betriebstemperatur. Gerade mal ein paar hundert Meter am Hang zurückgelegt. Da wollen wir mal hoffen, dass Anne nicht noch überhitzt. Der erste Wegabschnitt indes hat einiges zu bieten. Über Stock und über Stein ging es fast durchgehend schmal und steil bergan. Kein Wunder, dass der Tobi da schon am Schwitzen war. Hier und da mussten wir auch die Hände zur Hilfe nehmen und die ein oder andere seilversicherte Passage galt es auch schon zu überwinden. War der Pfad doch schmal und der Hang neben dem Weg steil abfallend. Schon etwas abgekämpft und nass geschwitzt, traten wir schlussendlich unter dem Blätterdach hervor und hielten geradewegs auf die Ritzaualm zu. Hier bot sich uns auch ein erster Blick hinüber zum Wilden Kaiser. Ja, die ersten knapp 2,5 Kilometer sind geschafft. Und 700 Höhenmeter. Also war schon sportlich. Heißt, bis zu den höchsten Gipfeln haben wir jetzt nochmal 900 Höhenmeter. Reine Höhendifferenz mit ein bisschen auf und ab, also nochmal ungefähr 1000, die auf uns zukommen. Jetzt trinken wir ja erstmal einen Kaffee beziehungsweise einen Tee und Haben uns mal nach Zecken abgesucht. Ich habe gleich zwei gefunden. Genau. Ja, und dann geht es demnächst weiter.
2,5 Kilometer mit 700 Höhenmetern. Steil ist geil, war da die Devise. Und genauso ging es auch weiter. Zwar erstmal kurz breit geschottert, aber die Steigung war nicht von schlechten Eltern, wie ihr hier sehen könnt. Die zweite Hütte auf dem Weg, die Vorderkaiser Feldenhütte, hatte leider wegen Baumaßnahmen geschlossen. Zur Umgehung der Baustelle war der Weg hier ein Stück umgeleitet. Aber auch die Umleitung war nicht weniger steil, dafür aber deutlich schmaler als der Weg, der uns von der Ritzaualm bis hierher geführt hatte. 1000 Höhenmeter sind geschafft. Fehlen noch ein paar. Schon so viele Höhenmeter. Ob wir da noch genug Luft hatten, von der Hauptroute ein Stück abzuweichen, um einen zusätzlichen Gipfel mitzunehmen? Also die 10 Minuten gehe ich noch. Was? Die 10 Minuten gehe ich doch noch hoch. Ja, gehen wir die 10 Minuten rüber. Und dann machen wir es. Naja, also komm, jetzt bin ich hier, dann will ich auch hoch. Eine Viertelstunde bis wir an den Spitzen drauf. So wird man hier gequält. Immer die extra Höhenmeter. Da seht ihr mal wieder, wie es mir geht. Also auf zur Naunspitze. Und damit sich die Höhenmeter auch lohnen, wurde es hier felsig und wir durften zum Aufstieg auch die Hände zur Hilfe nehmen. Da strahlt die Anne. Kein Wunder, waren Weg zum und Aussicht vom Gipfel doch allererste Sahne. Nach dem kurzen Genuss der Aussicht ging es wieder zurück zum Abzweig und weiter in Richtung der beiden höchsten Gipfel des zahmen Kaisers. Mit anderen Worten, noch mehr Höhenmeter. Und es gäbe dann noch die Möglichkeit für einen weiteren Gipfelabstecher. So, den ersten Gipfel haben wir mittlerweile geschafft. Die Naunspitze als kleinen Abstecher. Jetzt könnten wir hier an der Stelle, seht ihr am Schild hinter uns, nochmal Abstecher zum Petersköpfel. Köpfle machen, genau. 5 Minuten hin, 5 Minuten zurück bei unserem Tempo. Ja, sah jetzt auch von unten. Ich meine, gut, kann man nicht beurteilen, aber wir haben ja das Kreuz immer wieder gesehen. Das hängt so ein bisschen hier in diesen Bergkiefern. Ich weiß nicht, was das ist. Also diese lange Zwergkiefern Rede, kürzer Sinn. hängt da so drin. Das sieht nicht so aus, als hätte man den Riesen Wir ausgelegt. sparen es uns aus Zeitgründen. Jetzt geht's weiter hier Richtung Pyramidenspitze. Packen wir es. Wie ihr nachher sehen bzw. hören werdet, die Zeitgründe waren ein gutes Argument. Allerdings erfuhren wir im Nachgang zur Tour, dass der Abstecher durchaus lohnend gewesen wäre. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Jetzt ging es erst einmal fröhlich weiter bergauf und bergab durch die Latschen.
Und dann kamen sie endlich in Sicht. Die Pyramidenspitze und die vordere Kesselschneid. Da hatten wir noch ein ganzes Stück zu gehen. Erinnert ihr euch noch an Annes Betriebstemperatur? Hinter der Kamera klang das nun doch schon eher nach Überhitzung. Allerdings war auch die Außentemperatur mittlerweile deutlich angestiegen. Außerdem hörte ich mich auch nicht viel besser an, wie ihr gleich am Gipfel der Pyramidenspitze hören werdet. Hier ist er auch schon. Psst. Das Panorama, welches sich uns bot, war absolut top. Hier seht ihr den Wilden Kaiser und die vordere Kesselschneid. Da die Pyramidenspitze recht gut besucht war, verweilten wir hier auch nicht allzu lange und machten uns auf den Weg zum wortwörtlichen Höhepunkt der Tour. Also erstmal wieder bergab und dann wieder bergauf. Da war er endlich erreicht, der höchste Gipfel des zahmen Kaisers. Ja, da haben wir es geschafft. Wir sind am höchsten Punkt des zahmen Kaisers angekommen. Vordere Kesselschneid, 2002 Meter. Knapp drüber, aber Hauptsache die 2 steht vorne dran. War anstrengend bisher, würde ich sagen. Anne kämpft gerade mit einem Käfer. Junikäfer, ja. Ja, auch das gehört zu den Anstrengungen des Anstiegs dazu. Es tut mir leid, der will auch einen Gipfelschluck. Immer diese Schluckspechte hier oben. Alla, wir haben es geschafft. Rund 1700 Höhenmeter liegen hinter uns. Wir sind ein bisschen kaputt. Den Gipfelschluck hier. Den haben wir uns heute tatsächlich verdient, würde ich sagen. So schaut's aus. Und jetzt gibt es hier noch ein kleines Päuschen danach und dann geht's den kompletten Weg wieder runter. In diesem Sinne, Prost. Nach dem Gipfelschluck ist vor dem Genuss der Aussicht. Und wahrlich war diese von dem über 2000 Meter hohen Berg absolut top. Da wir noch einen langen Abstieg vor uns hatten, konnten wir leider nicht ewig verweilen und machten uns schließlich schweren Herzens wieder auf den Weg. Macht doch nichts. Ist doch normal, dass man auch mal laden muss zwischendurch, oder? Wir sind schon so lange unterwegs, langsam macht das Handy schlapp. Ja, Tobi auch. Und ich auch. Wären unsere eigenen Akkus nur auch so einfach wieder aufzuladen während einer Tour. Aber es half alles nichts,
Trotz schwerer Beine mussten wir die 1700 Höhenmeter nun wieder hinab. Über Geröll und feine Steinchen war das gar nicht mal so einfach. Und wir kamen hier immer wieder nur recht langsam voran. Schneller ging es dann, als wir auf einen schmalen Pfad abbogen und quer zum Hang ohne große Höhenunterschiede weiterwanderten. Allerdings, ganz ohne Höhenmeterunterschied, ließ uns auch dieser Abschnitt nicht gewähren. Ich dachte, das bergauf hätten wir hinter uns. Mal ein bisschen Luft an den Kopf kommen lassen. Was treibt Tobi denn da? Er scheint ja schon ganz schön platt zu sein, wenn ein einfacher Baumstamm im Weg ihn aufhalten kann. An der Vorderkaiserfeldenhütte vorbei wollten wir eigentlich von nun an den Abstieg wie den Aufstieg am Morgen gehen. Ja, jetzt sind wir hier wieder in der Nähe der Vorderkaiserfeldenhütte und haben beschlossen, den Abstieg spontan ein bisschen umzulegen, nach Rücksprache mit ortskundigen Wanderern, die uns empfohlen haben, hier über den Musikantensteig erstmal Richtung Ebbs abzusteigen und unten über den Forstweg dann links Zu unserem Ausgangspunkt direkt, zurückzugehen. Da wäre der Abstieg deutlich entspannter, wie von der Alm zu unserem Auto runter. Also sprich der Aufstieg, den wir heute Morgen gemacht haben. Ja, und der war schon rutschig genug, deswegen sind wir jetzt nicht so erpicht, den jetzt wieder runtergehen zu müssen. Also Wanderkarte und App geben es her, das sollte ganz gut klappen und von daher packen wir es. Wenn sich Karte, App und Ortskundige einig sind, muss es wohl so sein. Also ab auf den Musikantensteig. Und tatsächlich lief sich der Steig recht angenehm. Zwar ähnlich wie der Aufstieg durch Wald, über Stock und über Stein, allerdings meist nicht so steil bzw. nah am Abhang. Keinen Meter mehr weiter den Steig. Waren genug Meter hoch und runter heute. Ich bin ganz offiziell an meiner Leistungsgrenze angekommen. Da lang. Was ich gerade natürlich nicht gesagt habe, wir haben noch ein bisschen Strecke und Höhenmeter vor uns. So, die Leistungsgrenze. Da hat die liebe Anne heute wohl doch ihre Betriebstemperatur etwas überschritten. Aber zum Glück verlief der restliche Weg nun wirklich vergleichsweise entspannt zurück bis zum Parkplatz.
Unser Weg liegt in Tirol im Kaisergebirge, genauer im Zahmen Kaiser in der Nähe von Kufstein. Die Tour startet in Oberndorf und verläuft über die Ritzaualm und die Vorderkaiserfeldenhütte zur Naunspitze und von dort aus weiter zur Pyramidenspitze und zur vorderen Kesselschneid. Der Abstieg erfolgt in einem Bogen wieder zur Vorderkaiserfeldenhütte und von dort über den Musikantensteig zurück zum Ausgangspunkt. Ja, da haben wir es geschafft. Die höchsten Gipfel des Zahmen Kaisers sind bestiegen. Die Pyramidenspitze und vordere Kesselschneid. Gut, Und die 2000 Naunspitze. Meter, die haben wir auch noch mitgenommen, genau, als Einstieg. Ja, Anna, was meinst du? Wie Ja, war der Tag? Als Einstieg in die richtigen Bergtouren war die jetzt schon recht hart, muss ich sagen. Es waren viele Höhenmeter, es war recht warm. Also wir haben jetzt ungefähr 1700 Höhenmeter zusammenbekommen. Ich glaube, so um die 18 Kilometer waren es jetzt am Ende. Und wir waren 13,5 Stunden unterwegs. Feinste Bergquälerei. Ja, und die Höhenmeter gehen halt in einem Stück hoch und ziemlich steil. Also es gibt keine Pause dazwischen und beim Abstieg verhält sich dann genauso. Also da kann man sich nicht zwischendurch einfach mal ein bisschen ausruhen. Von daher, also ich bin an meine Grenzen gekommen heute. Ja, und der Abstieg war in Teilen deutlich schlimmer wie der Aufstieg dann auch. Abseits der Kamera hat es mich schon auf dem Geröll auch mal kurz gelegt ein bisschen. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber ich fand die Tour hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Aussicht da oben mega. Das Wie auf jeden gesagt, Fall. Gipfelerfolge dabei. Pyramidenspitze war recht voll. Der höhere Nachbargipfel, da war kein Mensch. Also von daher hat man da deutlich mehr Spaß gehabt, haben da auch ein bisschen verweilt. Im Gegensatz zur Pyramidenspitze, da sind wir dann halt relativ zügig weiter. Einkehrmöglichkeiten gibt es relativ früh eine. Wir haben ja hier diesen steilen Anstieg hier drüben hoch gemacht. Kurz danach haben wir schon gleich die erste Hütte gehabt. Die zweite Hütte auf dem Weg, habt ihr gesehen, war zu. Und viel mehr habt ihr auf der Runde, wie wir sie geplant haben, dann nicht. Und zum Thema Planen, war so Glück, haben wir dann noch einen Ortskundigen von hier getroffen, der uns den Tipp gegeben hat mit dem Musikantensteig als Abstieg, statt hier dieses steile Stück runter. Man hatte zwar ein bisschen Forstweg am Schluss mit dabei, aber zum Auslaufen war das dann voll okay. Aber man Und muss dazu sagen, der Musikantensteig war auch steil, weil klar, man muss es ja auch wieder runter, was man hoch ist. Aber es war nicht so rutschig und nicht so, hatte mehr Stufen als das, was wir vorher aufgestiegen sind. Und man hatte auch mal zwischendrin wirklich Abschnitte Ja. dabei, wo man dann gerade auch gelaufen ist. So, ich würde sagen, bei uns ist heute genug gelaufen. Wir haben es dann mal wieder für dieses Mal. Ja, dann hoffen wir, euch hat unsere Quälerei gefallen und es hat Spaß gemacht, dann zuzuschauen. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Wanderung wieder.